in Situation und Konstellation. Vom Verschwinden des Spielraums beleuchtet der Soziologe Hartmut Rosa den schleichenden Verlust menschlicher Handlungsspielräume in unserer zunehmend digitalisierten und durchrationalisierten Welt. Menschen werden immer mehr zu bloßen Vollziehenden von Regeln, Vorschriften und Algorithmen, wodurch persönliche Entscheidungsfreiheit, Kreativität und Selbstwirksamkeit leiden. Rosa plädiert für die Rückeroberung dieser Spielräume, indem man situativ handelt, Augenmaß und Fingerspitzengefühl einsetzt und kulturelle Praktiken wie improvisierte Lösungen, Jugaad und Jetinho nutzt. Sein Ziel: den ganzen Menschen in Handlungssituationen zu stärken und Lebensenergie zurückzugewinnen. Wir sind dabei, unser Leben zu vollziehen, statt es zu leben. Ein Plädoyer für das Handeln. In seinem neuesten Buch beschäftigt sich der Soziologe Hartmut Rosa, der vor allem durch seine Arbeiten zur sozialen Beschleunigung und zur Resonanztheorie bekannt wurde, mit dem schleichenden Verlust von Handlungsspielräumen in unserer Gesellschaft. Er plädiert dafür, sie zurückzuerobern, ohne dabei die technischen, moralischen und verwaltungspraktischen Errungenschaften der Moderne aufs Spiel zu setzen. Schattenseiten der digitalen Moderne. Im Berufsleben und in der Freizeit werden menschliche Entscheidungsprozesse immer mehr von Richtlinien und Formularen, To-Do-Listen, Algorithmen und Apps vorgegeben. Diese Entwicklung hat einen hohen Preis. Sie führt zum Verlust persönlicher Spielräume. Menschen handeln heute seltener situativ. Stattdessen agieren sie fast ausschließlich als Vollziehende in regelhaften, starr definierten Konstellationen. Sie folgen nur noch Anweisungen. Seine Thesen belegt er mit anschaulichen Alltagsbeispielen. So fällt einem kleinen Mädchen der Burger herunter, aber der Angestellte darf ihm laut Arbeitsplatzbestimmung keinen neuen geben. Kinder bauen mit Legosteinen nur noch vorgefertigte Modelle. Lehrer haben angesichts detaillierter Leistungsvorgaben kaum noch Möglichkeiten für die ermutigende Benotung eines lernschwachen Schülers mit Potenzial. An Universitäten sind von starren Prüfungsordnungen geprägt. Der Thermomix kocht nur noch für uns. Der Video Assistant Referee, VAR, sorgt für wütende Reaktionen bei Fußballfans, wenn sich der Schiedsrichter auf dem Feld unweigerlich dem VAR beugen muss. Denken, Fühlen und Wollen werden in dieser durchrationalisierten Welt als Störquellen erlebt. An die Stelle situationssensiblen Abwägens tritt nach Ansicht Hartmut Rosas die konstellationsbasierte Logik der Maschinen. Eigentlich sollte sie den Menschen dienen. Standardisierung sollte Ungleichheit beseitigen, Regelungen sollten die Menschen entlasten und Korruption verhindern, Gleichheit und Gerechtigkeit sollten befördert werden und Handlungsräume sollte Sicherheit schaffen. Da jedoch alles in kontrollierbare Konstellationen zerlegt werde, erstickt das Leben und Handeln durch parametrische Optimierung. Aktiv Handelnde werden zu rein Vollziehenden. Damit verbunden ist das Gefühl der Energielosigkeit, der Verlust des eigenen Ermessens und Handlungsspielraums, wachsende Frustration, das wachsende Gefühl der Ohnmacht, Verlust der eigenen Persönlichkeit, Verlust des Urteilsvermögens, das Untergraben von Selbstwirksamkeitserfahrungen. In Situationen wird dagegen der ganze Mensch wahrgenommen. Nehmen wir eine Hausarztpraxis und verlegen sie einmal mehr in den ländlichen Raum. Tritt dort ein Patient in das Behandlungszimmer, wird er von der behandelnden Ärztin in seiner situativen Verfassung wahrgenommen. Rückeroberung von Handlungsspielräumen. In seinem Buch begibt sich Hartmut Rosa, seit 2005 Professor für allgemeine und theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und seit 2013 Direktor des Max-Weber-Kollegs an der Universität Erfurt, auf die Suche nach dem ganzen Menschen, der in Situationen autonom handelt. Dazu braucht es Augenmaß und Fingerspitzengefühl, Urteilskraft als praktisches Vermögen, sowie die Stärkung der sozialen Energie und Anverwandlung. Dabei geht es nicht nur um Kompetenzerwerb, sondern um die eigene emotionale Verwandlung, das Einschreiben des Gelernten in Körper und Geist. Erst dann erfahren wir uns als lebendiges und handelndes Subjekt. Wir können nicht vernünftig miteinander umgehen, wenn wir uns akribisch an alle Regeln halten. Hartmut Rosa empfiehlt zur Erschließung von Spielräumen die kreative Inkorporierung von Jugaad und Jetinho.
Diese kulturellen Praktiken, die das Leben lebendig halten und menschlicher machen, stehen für improvisierte Lösungen, Umwege und das Nutzen von Spielräumen.